Boah. Hab dich, du bist. Orks! Alarm! Orks! Serak, er kommt gleich an. Pack sofort dein Buch weg und geh runter in den Hof. Öffnet das Tor! Der Herzog kommt! Willkommen zurück in Trikazek, Vater. Es war eine lange und anstrengende Reise. Nichtsdestotrotz habe ich meinen beiden Söhnen aber noch eine Kleinigkeit mitgebracht. Eine Klinge, wie sie jeder unserer Königslöwen trägt. Jedoch besteht sie nicht aus herkömmlichem Stahl, sondern aus purem Harpelfensilber. Wow. Für dich habe ich auch etwas. Eigentlich bräuchtest du wie dein Bruder ein gutes Schwert und regelmäßige Übungen, aber du wirst dir von mir nichts beibringen lassen. William auch sein, beim Lesen bist du ja recht eifrig. Ist das der Drachenschlechter von Drenal? Diese alte Schrift über die Tränen, das ist etwas viel Besseres. Darin steht alles, was man wissen muss, um Mühlen- und Wasserräder zu errichten. Nicht irgendwelche verstaubten Fabeln über die Vergangenheit. Die Dränen waren das mächtigste Volk, das je existiert hat. Wenn das stimmen würde, wären sie nicht ausgestorben. Selbst die harmlosesten ihrer Knechte sind dir noch überlegen. Die Orks, die habe ich vor vielen Sommern mit Leichtigkeit aus Trikazek verjagt. Seit dann trauen sich diese primitiven Viecher nirgendwo mehr hin, wo auch nur im entferntesten Blickwinkel ein Banner der Königslöwen hängt. Nun ja. Was nun ja? Als ich vor ein paar Tagen mit der Patrouille unterwegs war, stießen wir auf eine Horde Steppenorks, die die Mühle plünderten. Es war nur ein Dutzend. Wir konnten sie erfolgreich in die Flucht schlagen. In die Flucht schlagen?
Orks schlägt man nicht in die Flucht. Man tötet jeden Einzelnen, damit sich dieses Ungeziefer ja nicht vermehrt. Mach ihm doch keine Vorwürfe. Er hat die Bauern doch beschützt. Dieser naive Tollpatsch war mal wieder viel zu gnädig. Fisat! Jeder Einzelne, der das überlebt hat, wird uns früher oder später wieder angreifen. 17 Winter lang haben sie sich nicht mehr in unser Reich getraut. Und dann geht man einmal fort und der inkompetente Sohn lässt sie wieder ihr Unheil anrichten. Da kann Fisat doch nichts für. Du hast da gar nichts mitzureden. Während er mit unseren Soldaten patrouilliert, liegst du faul in einem Zimmer rum und liest deine Märchengeschichten. Tomon! Raus mit euch! Mit euch allen! Beeilt euch! Wenn wir nicht bald bei ihnen sind, werden sie noch mehr Unschuldige töten. Willst du jetzt wirklich den Orks nachjagen? Du weißt genau, was damals passiert ist. Sie werden wieder bei meinem Volk in Drädal Zuflucht suchen. Seit dem Krieg sind Drikazek und Drädal verbündet. Sollten die Orks wirklich in den Sumpf fliehen, werden wir sie gemeinsam vernichten. Glaubst du etwa, dass Orks töten werden? Smarks, Steppen und Sumpforks sehen sich vielleicht schon lange nicht mehr ähnlich. Aber in ihnen fließt immer noch das gleiche Blut. Beschütze ruhig deine Untertanen, aber wenn du in den Sumpf einmarschierst, um einen Stamm auszurotten, wird es zum Krieg kommen. Und wenn schon, diese zurückgebliebenen Ungeheuer haben keine Chance. Als wir damals mit den Flussdrachen angerückt sind, war der Krieg im Handumdrehen zu Ende. Und dieses Mal werde ich sie nicht bis nach Drikazek vorrücken lassen. Es muss gar nicht erst so weit kommen, Vater. Halte dich bitte einfach nur vom Sumpf fern. Das Heer ist bereit zum Ausrücken. Das meinst du jetzt nicht wirklich ernst, oder? Carola! Ich habe es dir schon oft genug gesagt, Tomon. Ich halte diese Streiterei nicht mehr aus. Kinder, ihr könnt mich in Adalier besuchen. Wann immer ihr wollt. Wir wären dann bereit zur Abfahrt, Eure Hoheit. Das ist jetzt schon der 8. Haufen Fleisch heute für die Biester. Der alte Herzog will sie wohl wieder auf die Orks hetzen. Weniger Arbeit für uns. Hey, wer da? Man hätte es sich denken können. Der eigene Ziehsohn, ein hinterhältiger Verräter. Von wegen. Ohne Drachen wärt ihr im Kriegsfall nicht des Sieges sicher. Ihr hättet euch vom Sumpf ferngehalten und der Frieden wäre bewahrt. Du listige Schlange! Du wolltest uns die Drachen nehmen, um uns danach problemlos mit den Orks überfallen zu können. Sperrt die Intriganten in den Kerker! Nicht mehr lange und die Steppenorks ziehen diesen Pfad entlang. Die Stadt muss für die Belagerung vorbereitet werden. Die Königslöwen werden sich hier nicht hertrauen. Im Sumpf sind sie uns ausgeliefert. Aber sie können doch mit ihrem Drachen angreifen wie damals. Damals wurde nicht im Sumpf gekämpft.
Kein Drache traut sich in die Nähe von Drädal. Die Tränenfürsten, die den Turm erbauten, unterdrückten und versklavten die Drachen. Sie spüren immer noch ihre alte Präsenz. Wir sollten aber trotzdem... Ich werde dir zeigen, wie man mit Orks umzugehen hat. Und sollten wir es jetzt nicht schaffen, sie endgültig auszurotten, wirst du wenigstens für die Zukunft gewappnet sein. Noch einmal werde ich sie nicht entkommen lassen. Vor unserem Aufbruch haben wir übrigens noch eine Schrift aus Adalair erhalten. Ach, Mutter hat uns schon was geschrieben? Nein, nicht wirklich. Es war an sie gerichtet. Geliebte, dein Herz zu erfassen ist alles, wonach das meine sehnt. Eine sanfte Melodie trug mich durch den rauen Norden zu deinem schimmernden Antlitz. Antworte mir ehrlich und klar, könntest du mich lieben? Ich wäre dein auf ewig. Von wem ist das? Irgendein Süßholzraspel aus dem Süden. Mit solchen schmalzigen Versen hatte er den Kopf verdreht. Der Streit ist ihr zu viel, dass ich nicht lache. Wegen so einem Schleimer hat sie mich verlassen. Wenn das hier zu Ende ist, werde ich meinen kleinen Ausflug nach Adalair machen. Lasst uns hinein. Die Orkstämme kämpfen seit jeher vereint. Nur der Herrscher von Drädal darf entscheiden, ob eine Stadt dieser Größe das Tor passieren darf. Dieser Wurm versteckt sich bei seinen Zieheltern, will sich sein Volk abmetzen und vertreiben. Räumt den Weg für den Herrn von Drädal. Was treiben die Steppenorks hier? Der Häuptling Jurod bittet für seinen Stamm um den Einlass in die Stadt. Öffnet das Tor und holt alle Einwohner vor den Turm. Der Herr von Drädal ist zurück. Kommt alle zum Turm. Der Herr von Drädal ist zurück. Kommt alle zum Turm. Der Herr von Drädal ist zurück. Kommt alle zum Turm. Wie cool! Reich mir den Schädel! Heute Mittag wurde ich von dieser Attentäterin überfallen. Sie hatte den Auftrag, mich umzubringen. Diesen Auftrag hat sie von dem Orden der Drachenjäger erhalten. Lange ist es her, als sich das letzte Mal Drachenjäger in unseren Sumpf getraut haben. Doch das Blatt hat sich wieder gewendet. Der Häuptling Jurod und sein Stamm stehen hier, weil die Königslöwen sie aus ihrem Reich vertrieben haben. Der Herzog wusste genau, dass sie nach Drädal fliehen werden. Ich riet ihm inständig, er solle es nicht so weit kommen lassen. Aber dieser arrogante Esel wollte sich nichts sagen lassen. Er dachte, wir würden unsere Brüder verraten und sie zusammen mit den Königslöwen vor unseren Mauern abschlachten. Er glaubt, weil er uns damals gewalttätig unterworfen hat, sind wir nun seine treuen Vasallen, aber da irrt er sich gewaltig.
Durch uns strömt immer noch das gleiche Blut. Wir sind die Nachkommen der mächtigen Tränenfürsten. Wir werden uns einflussreiche Verbündete suchen. Und dann werden wir diesen alten Sack und seine blutrünstigen Knechte von ihrem hohen Ross herunterschmeißen. Jemand hat die Orks vorgewarnt, sonst hätten wir sie erwischt. Bestimmt sind sie schon bis nach Dredal gekommen. Bei einem hinterhältigen Verräter von Bruder. Der wird sie herzlich empfangen und gleich gemeinsam mit ihnen anfangen, einen Plan auszuarbeiten, wie sie uns vernichten können. Sollten sie wirklich vereint gegen uns losziehen, brauchen wir Verbündete. Damals, in alter Größe, hätte ich sie mit Leichtigkeit geschlagen. Aber nach dem Krieg wurden die Dracheneinheiten abtrünnig. Die Drachenhüter im Nordosten werden sich, wenn überhaupt, den Stämmen anschließen. Aber die Drachenjäger im Süden hassen die Stämme. Selbst nachdem ich sie verbannt habe, gab es wegen ihnen immer wieder tote Orks. Tja, ihre Verbannung hatte schon seine Gründe. Unser größter Trumpf sind und bleiben die Flussdrachen. Und sollten die Drachenjäger die Chance bekommen, sie zu töten, werden sie es tun. Ihr Verrat ist doch schon lange her. Hier geht es darum, ob das Reich von den Orks erobert wird. Da ist das Überleben von ein paar Flussdrachen doch wohl das kleinere Übel für sie. So denken die nicht. Sie sind extremistisch und bringen Monster um, wann immer sie können. Egal, ob es ihnen unterm Strich hilft oder nicht. Gib ihnen eine Chance. Keiner weiß besser, wie man Monster jagt und tötet als sie. Dafür hast du ihren Orden ja schließlich damals gegründet. Von mir aus. Aber wir dürfen sie nie nur in die Nähe von Drikazek lassen. Sonst war es das mit unseren Drachen. Reite mit ein paar Männern in den Süden und schließe ein Bündnis mit ihnen, Fiesat. Warum marschieren wir nicht gleich nach Drikazek? Wir sind viel mehr als die Königslöwen. Sie haben 2 Flussdrachen. Wenn wir jetzt angreifen, werden wir alle verbrennen. Aber die Drachenhüter in Gislavavt wissen, wie man mit Drachen umzugehen hat. Drachen, wie nur daher. Sie waren selbst einmal Königslöwen. Kein Mensch ist Orks ruhig sind. Ich heiße euch willkommen in Gislavavt, Serak, Herr von Dredal. Mein Meister ist nicht mehr nur der Herr von Dredal. Wo steht der Verschworene Führer der Stämme? Meine herzlichen Glückwünsche. Und nun dürft ihr mir in die Stadt folgen. Es freut mich zu hören, dass die Orks nun gemeinsame Sache machen. Man berichtete mir, was Serak in Drikazek zugestoßen ist und dass die Königslöwen losmarschiert sind, um die Steppenorks zu vertreiben. Nach dem großen Krieg bildete sich unser Orden aus dem Wunsch heraus, friedlich mit den Orks und allen anderen Wesen zusammenzuleben. Wir wollen euch dabei helfen, die Steppenorks vor den Königslöwen zu beschützen. Wir sind nicht hierher gezogen, um euren Schutz zu flehen. Wir werden nach Drikazek marschieren und die tyrannischen Königslöwen niederstrecken. Das werdet ihr nicht schaffen, solange sie ihre Drachen haben. An dieser Stelle kommt ihr ins Spiel. Wir sind die Freunde der Drachen. Wir züchten sie. Alle Wesen haben ein Recht zu leben und die Drachen sind besonders gefährdet. Wir reden hier nicht von reinrassigen Feuerdrachen, wie ihr sie großzieht. Die Königslöwen besitzen lediglich 2 Flussdrachen. Mischlinge. Was, wenn sie diesen Krieg gewinnen? Vielleicht schließen sie sich dazu sogar mit den Drachenjägern zusammen. Glaubt ihr, dass sie Gislavavt danach in Ruhe lassen werden? Schaut euch diese schöne Stadt an. Hier gedeiht eure Vision des friedlichen Zusammenlebens aller Wesen. Sollten wir vereint den Krieg gewinnen, werden wir für Drikazek einen neuen Statthalter brauchen. Auf einen Menschen werden sich die Leute eher einlassen. Ihr könnt dort im großen Stil fortführen, was ihr hier erfolgreich begonnen habt. Ihr habt viele Krieger, ihr habt Drachen. Ihr habt Schlachtschiffe. Vereint mit uns werden uns die Königslöwen ausgeliefert. Ihr müsst dazu nur den Trollschädel auf eure Segel malen.
ist die Hütte, Herzog. Bist du wohl der neue Stammesführer? Wir werden ihn großziehen, als wäre es unser eigener Erbe. Und sobald er den Sumpfthron besteigt, wird endlich Frieden zwischen unseren Reichen herrschen. Es wurde nicht im Sumpf gekämpft. Kein Drache traut sich in die Nähe von Drädal. Die Drädenfürsten, die den Turm erbauten. Aber ich habe es doch mit meinen eigenen Augen gesehen. Ah! Und so ein Viech wie der da hat meinen Vater massakriert. Na, wie ist es? Wer hat dieses Banner da aufgehängt? Wir dachten, ihr würdet euch damit mehr zu Hause fühlen. Der Herzog behandelt euch wie einen Sohn. Aber ihr dürft nie vergessen, dass ihr ihm in Wahrheit ebenbürtig seid. Ihr seid der Herrscher von Drädal. Schau mal, Fikul. Ich dachte, deine Eltern wären im Krieg verreckt. Aber da sind sie ja. Noch lacht ihr. Aber eines Tages werden die Schaden über euch herrschen. Der Herr von Drädal. Lass uns noch ein letztes Mal wie früher über die Kornfelder reiten, Bruder. Bald wirst du deinen Pflichten in Drädal nachkommen müssen und wir werden uns nicht mehr oft sehen können. Diese alte Drädenrüstung habe ich in den Katakomben gefunden. Wenn das, was in ihren Schriften steht, wahr ist, dann besteht sie aus Drachenschuppen, dem härtesten bekannten Material. Sie würde selbst dem Feuer von einem Drachen standhalten. Was treibt euch in unsere Wüste, Fisat, Sohn des Tomon? Sind wir dem Herzog immer noch ein Dorn im Auge? Seid ihr gekommen, um endgültig mit uns abzurechnen? Ganz im Gegenteil. Der Herzog lobte euren Erfolg im Kampf gegen die Monster. Drikazeks Einwohner wurden von Orks überfallen und Tomon bittet inständig um eure Hilfe. Niemand ist so erfahren in ihrer Bekämpfung, wie ihr es seid. Tretet ein! Unser Ordensführer Vika steht euch zum Gespräch bereit. Seid gegrüßt, Vika, Ältester des Hauses Gisla. Um Floskeln auszutauschen, habt ihr die Reise hier nicht auf euch genommen.
Was kam mir zu Ohren? Ihr braucht unsere Hilfe. Lange Zeit duldeten wir die Steppenorks in unserem Reich, aber kürzlich sind sie zu weit gegangen. Sie haben wieder begonnen, Überfälle für Nahrung zu machen. Wie damals, vor dem großen Krieg. Und nun wollt ihr, dass wir das tun, wofür euer Vater uns einst gründete und den Bestand an Steppenorks in eurem Reich dezimieren? Es gibt jetzt schon keine mehr in unserem Territorium. Sie flohen alle nach Drädal, wo sie sich wahrscheinlich mit meinem abtrünnigen Halbbruder gegen uns verschworen haben. Wird es etwa wieder zum Krieg zwischen Menschen und Orks kommen? Sieht ganz danach aus. Solange es darum geht, Monster abzuschlachten, könnt ihr euch auf uns verlassen. Eine Sache wäre da aber noch. Soweit ich weiß, leben in der Feste von Drikacek immer noch 2 Flussdrachen. Wir brauchen sie im Kampf gegen die Stämme. Sie sind unser größter Trumpf. Ich habe schon gesehen, wie Drachen im Krieg eingesetzt wurden. Ihre Opfer verbrennen in Scharen bei lebendigem Leibe. Drachen sind die schlimmsten aller Bestien. Sie gehören ausgerottet. Euer Bruder Valarin in Gislawaft verfügt auch über Drachen. Sicherlich ist Derak schlau genug, mit den Drachenhütern ein Bündnis einzugehen. Nur mit unseren Drachen können wir ihre aufhalten. Wir wissen, wie man Drachen tötet. Meine Männer wären, selbst wenn sie schon in der Luft sind, in der Lage, sie aus dem Verkehr zu ziehen. Wenn ihr das schaffen würdet, müssten wir unsere Drachen nicht einsetzen. Und sollten wir gemeinsam den Krieg gewinnen, würdet ihr keine Drachen mehr brauchen. So soll es geschehen. Ihr tötet die feindlichen Drachen und sobald die Stämme bezwungen sind, könnt ihr unsere 2 auch noch haben. Seht ihr? Wegen diesen Klappergestellen wollte ich abends hierher. Was sind das für Viecher? Räkor-Skelette. Man erzählt sich, dass sie einst Bergleute waren, die von den gierigen Zwergen getötet wurden, weil sie alle Erze in diesem Gebirge für sich allein haben wollten. Was treiben wir überhaupt? Die Zwerge sind es nicht, die meinen Stamm ausrotten wollen. Aber die Zwerge sind es, die den Königslöwen ihr Kriegsmaterial liefern. Aus dem Eisen, das sie hier schürfen, schmieden sie Rüstungen und Waffen für den Export. Und wenn wir ihre Mine erobern, steht dieses Rüstungsmaterial anstelle der Königslöwen uns zu. Aber wo kommen die Skelette ins Spiel? Die werden wir als Vorhut benutzen. Sie hassen die Zwerge. Sobald das Tor offen ist, werden sie sich alle auf sie draufstürzen. Dann haben wir selbst ja gar nichts zu tun. Doch. Die Zwerge haben sich an den Kampf gegen die Räkor-Skelette angepasst. Ihre Waffen sind stumpf und schwer, ideal um Knochen zu brechen. Ah, aber gegen Wesen wie uns, aus Fleisch und Blut, sind leichte, scharfe Klingen effektiver. So ist es. Deshalb werden wir diese Gnome auch problemlos überrennen. Es wird Zeit, ein Lager für die Nacht aufzuschlagen. Wir sind nicht ohne Grund abends hierher. Tagsüber verstecken sich die Skelette in den Höhlen ringsumher. Wir greifen jetzt direkt an. Wir sollten vor dem Angriff noch eine gute Taktik ausklügeln. Das braucht Zeit. Wir warten schon lange genug. Ich will endlich den Kampf aufnehmen. Wir dürfen den Königslöwen keinen Vorsprung schenken. Meister, lass nicht das Tor einbrechen. Ich will mich dir als fähiger Krieger beweisen. Du hast hier wirklich die meiste Ahnung von Trollen, Fikul. Treib sie zum Stadteingang. Los, ihr Mann. Mach schneller.
schwach für so einen Kampf. Auf den Boden mit Holz! Knabe, hört auf! Wir ergeben uns! Schluss! Schluss, sagte ich, verdammt nochmal! Warum machst du meinen Holzstab kaputt und warum schlägst du weiter, wenn ich unbewaffnet bin? Ich habe keine Lust auf diese Kinderspiele. Du hast selbst gesagt, dass wir den Königslöwen keine Zeit geben dürfen. Und jetzt albern wir hier mit Stöcken herum, anstatt weiterzuziehen. Ohne Übung und Struktur taugt eine Armee auf dem Schlachtfeld nichts. Gestern sind wir auch einfach nur reingerannt. Und es hat funktioniert. Bei der Feste von Drikacek werden wir auf diese Weise aber nicht weit kommen. Von wegen. Du bist ein Zweifler. Ein Schwächling. Wer hat sich überhaupt zu unserem Anführer auserwählt? Das frage ich mich auch mit Verlaub. In einem Bündnis sollte man die Hierarchie untereinander absprechen. Weißt du was, Jurot? Wenn du meine Position in Frage stellst, dann übernehme doch von mir aus das Kommando über diese Mine. Sie ist alles, was wir bisher erobert haben. Und solange ich hier das Sagen habe, will sie uns keiner streitig machen. Ich ziehe mit meinen Smarks weiter in den Westen. Im Kerelo-Wald lebt ein Stamm von Dunkelelfen, die wir noch für den Kampf gebrauchen können. Halte du nur, solange ich weg bin, mit den Orks die Stellung. Ich will an deiner Seite bleiben, Meister. Ohne Alekor bist du nun der Häuptling der Sumpforks. Die Steppenorks alleine reichen nicht aus, um diese Mine zu verteidigen und die Zwerge zu unterdrücken. Dann sollten die Wellen hier bleiben. Ich werde nicht von deiner Seite weichen. Mein treuer Fikul. Valerin, zieht bitte mit euren Männern zurück nach Gislawaft. Macht die Schiffe und Drachen für die Schlacht bereit. Nicht mehr lange und wir marschieren gemeinsam in Drikacek ein. Mit Verlaub, Herzog, wir sollten das nicht tun. Die Habelfen sind erfahrene und fähige Söldner. Mit ihnen an unserer Seite werden wir die Stämme schlagen. Aber das Gold, mit dem ihr sie bezahlen wollt, steht euch nicht zu. Die Adalea haben ihren Kredit doch zurückgefordert, nachdem eure Frau, die Herzogin Carola, unseren Hof verlassen hat. Wenn diese Bonsens zurückhaben wollen, sollen sie mir gefälligst seinen Boten herschicken. Wegen einem einfachen Schreiben riskiere ich keine Kriegsniederlage. Die Herren von Adalea sind sehr einflussreich. Wenn ihr ihnen nicht gebt, was sie fordern, werden sie einen Weg finden, wie sie ihr Eigentum zurückbekommen. Ruhe jetzt! Die Habelfen sollen davon nichts erfahren. Ihr seid deutlich zu spät, Tomon. Aber etwas anderes ist man von Menschen auch nicht gewohnt. Was fällt euch ein, so mit dem Herzog von Drikacek zu reden? Ihr seid Söldner, Kriegshuren, ihr habt keine Ehre. Wir bezahlen sie ja zum Glück nicht für ihre Manieren. Kommen wir zum Geschäftlichen. Endlich! Wir haben das Gold, nach dem ihr verlangt habt. Folgt uns nach Drikacek. Von dort aus werde ich das weitere Vorgehen planen. Mit diesen Untieren will ich nicht in Berührung kommen. Wie überleben die Dunkelelfen hier überhaupt? Was treibt eine Gruppe Smarks so weit westlich von Tredal? Außerhalb eures Waldes herrscht Krieg. Das stört uns hier recht wenig.
In der Regel führt niemand eine Schlacht im Kerelo-Wald. Es verehrt sich ja auch keine Menschenseele hierher. Es ist eben kein überlebensfreundliches Gebiet, aber wir haben uns daran gewöhnt. Ihr müsst nicht so hausen. Wir haben keine Wahl. Die arroganten Habelfen sind uns zu Felde überlegen und haben die Gebiete der Elfen alle für sich beansprucht. Ich weiß, sie machen oft gemeinsame Sache mit den Königslöwen, solange der Preis stimmt. Sollten wir den Krieg gewinnen, werde ich sie nicht mehr im Westen dulden. Die Ländereien der Elfen sollten von meinen Verbündeten beherrscht werden, nicht von meinen Feinden. Entgegen der Anweisung seines Vaters bietet der gnädige Herzogssohn Visat euch eine friedliche Kapitulation an. Wir mögen zahlenmäßig ausgeglichen sein, aber eurer unkoordinierten Horde stehen hier erfahrene Berufssoldaten gegenüber. Ich spucke auf euren schmächtigen Knabenhaufen. Ihr dachtet, ihr könntet uns vernichten. Aber nun werdet ihr unseren Zorn zu spüren bekommen. So soll es in allen geschehen. Angriffsmänner, schlachtet die Königslöwen ab! Sind die des Wahnsinns? Schwertkämpfer, bildet eine Schutzmauer! Bogenschützen, spannen! Feuer! Attacke! Die sind verrückt! Verrückt sind die! Voran, Männer! Und ihnen nicht! Sie rennen in ihr Verderben! Serak hätte niemals so eine Stellung verlassen! Wir Sumpforks sollen hier nicht sterben! Lasst uns von hier fliehen und wieder unserem rechtmäßigen Herrn dienen! Angriff! Männer! Die Mine ist befreit! Der Sieg ist unser! Und jetzt geht es zurück nach Trikazek. Du hast wirklich etwas dazugelernt. Nachdem du die Orks hast laufen lassen, hast du es ihnen jetzt mal so richtig gezeigt. Sollten sie sich je wieder in unser Reich trauen, dann bestimmt erst wieder in vielen Jahrzehnten. Ich danke dir, Vater. Und hab auch Dank für die Ernennung zum Heeresführer. Du hast dich ja glorreich bewiesen. Kein Dutzend Königslöwen musste sterben, um ihren kompletten Stamm auszurotten. Meinen herzlichsten Glückwunsch für diesen haushohen Sieg, Visat. Eure Männer trugen keinen unerheblichen Teil dazu bei. Ruhe alle, Mann, Ruhe! Vor 17 Sommern endete der erste große Krieg gegen die Orks. Ich gründete damals die Untereinheit der Drachenjäger zur Bekämpfung allerhand von Monstern. Im Krieg trieben sie es dann aber zu weit, weshalb ich sie verbannen musste. Diese einstigen Königslöwen haben nun wieder ihre Treue zu Drikazek bewiesen und ich möchte sie für ihren Dienst belohnen. Vikar Gisla, hiermit hebe ich die Verbannung eures Ordens auf. Kehrt zurück in eure Heimat nach Drikazek und werdet wieder Teil unseres Heeres. Es wäre mir eine Ehre.
Nun lasst uns weiter feiern. Aus Freude über den Sieg hat unser Herzog Tomon einen berühmten und begabten Schausteller aus dem Süden herzitiert. Begrüßt alle mit mir den großen Gaukler Cicero! Guten Abend, Trikassel! Blick auf den Helden des Tages, Blick auf den Helden des Jahres. Eine Bursche edlen Schlages, zukünftiger Erbe des Staates. Wer will ihn schlagen? Wer wagt es? Den Jurat wollte er stutzen und er tat es. Fisat, der Held von Emia! Doch nicht nur vor ihm will ich mich verneigen! Mein Sohn zahlt schließlich sein Vater. Für uns thront der Herzog Tomon. Ein Mann, der schon zum zweiten Mal das Reich vor den Orks gerettet hat. Ein Mann, der wie die meisten nur Streit mit seinem alten Weib hat. Ein Mann, der das Gold für große Feiern hat, aber nicht für seine Schulden in Adelaide. Schon als wir sie anhörten, nannte ich sie Kriegshuren. Kaum ist ihr Sold weg, machen sie sich aus dem Staub. Tomon wollte sie nicht grundlos anheuern. Auch wenn wir Emia befreien konnten, irgendwo treibt sich immer noch Serac mit seinem Heer herum. Die paar Steppenorks in Emia waren da nur ein kleiner Vorgeschmack. Was machen die da? Sie werden angegriffen! Das sind Smarks! Geht zurück in das Moor, aus dem wir getroffen Dann ist es also soweit. Ruft den Alarm aus. Rettet alle Einwohner in die Feste. Die Smarks greifen an! Flieht in die Burg! Der Kampf hat begonnen! Mir kam zu Ohren, du hast die Steppenorks in Emia abgeschlachtet. Ich habe schon geahnt, dass sie die Mine nicht halten können werden. Meinen Glückwunsch! Ich habe diese primitiven, eingebildeten Viecher gehasst. Kam es nicht erst zu diesem Krieg, weil du sie beschützen wolltest? Mein Volk wollte sie beschützen. Ich kenne es weit besser als Vater. Hätte er auf meinen Rat gehört und den Sumpf gemieden, hätte es nie so weit kommen müssen. Wir waren nie in deinem Sumpf. Mit genügend Männern wärt ihr reingegangen. Vater war mal wieder komplett uneinsichtig. Er wollte einfach keinen Kompromiss eingehen. Also wollte ich euch keinen Vorsprung schenken. Wo steckt er überhaupt? Bring ihn mir her! Er soll wenigstens den Anstand haben, für sich selbst zu sprechen. Vater ist tot. Er wurde von einem getarnten Attentäter erstochen, weil er Gold aus Adalea geliehen hatte. Anstatt es auf ihre Anfrage zurückzugeben, hat er es in die Rekrutierung von Söldnern investiert. Was? Wann ist er gestorben? Erst vor 2 Tagen.
Wir müssen diesen Krieg nicht zu Ende führen, Bruder. Das hier war nie eine Sache zwischen uns beiden. Du wolltest den Krieg genauso wenig wie ich. Zu viele Unschuldige mussten schon sterben. Dann zieh dich zurück nach Drädal. Ihr seid in der eindeutigen Überzahl. Ich werde euch nicht verfolgen. Ich habe meinen Verbündeten vieles versprochen. Lass uns nicht wieder in getrennten Reichen leben, sonst wird es früher oder später wieder zum Krieg kommen. Wir müssen den Moment nutzen, um ein für alle Mal ein friedliches Zusammenleben garantieren zu können. Schließt die Tore! Wir werden angegriffen! Wie? Was? Verdammt! Die haben sich ja Zeit gelassen. Aufhören! Dreht ab! Lasst die Burg in Frieden! Heute sterben die letzten Drachen. Spannt die Bögen. Feuer! Spannen! Halten! Diese Bestie hat das Tor geschmolzen! Was treibt ihr hier? Geht rauf auf die Mauer und helft unseren Soldaten. Unser Teil der Abmachung ist erfüllt. Die feindlichen Drachen sind tot. Nun sind eure dran. Aber die Vereinbarung galt bis Kriegsende. Fikul, was haben sie mit dir angestellt? Weißt du noch, wie sie früher über uns gelacht haben, Serac? Wie sie über unsere Eltern geredet haben? Über unser Volk? Jetzt lacht keiner mehr. Es ist ruhig geworden.
sofort auf damit! Dahinter verstecken sich die letzten Königslöwen. Wenn wir sie töten, dann ist die Schlacht gewonnen und die Stadt unser. Ich werde mich nicht wiederholen. Legt eure Waffen nieder. Serac, bist du es? Ja, Bruder. Du kannst herauskommen. So viele Tote. Für nichts. Die Männer, die einen Krieg überstehen, sind die wahren Sieger. Mehr als zu überleben kann man auf einem Schlachtfeld nicht erreichen. Es hätte nie so weit kommen dürfen. Wovon sprachst du nochmal vor der Schlacht? Ein friedliches Zusammenleben? Seit Jahrhunderten bekämpfen sich in diesem Land alle Völker. Leid und Hass schwingen hier ihren Zepter. Keiner lässt mit sich reden. Die eine Rachlust führt zur nächsten. Es ist ein Teufelskreis. Aber die eine Hälfte stand mit dir im Bund und die andere mit mir. Gemeinsam können wir alle erreichen. Lass uns zusammen ein neues Reich gründen. Aber weder mit einem Trollschädel noch mit einem Löwen als Banner.